willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und hey Freunde, da war doch neulich was im Fernsehen. Da wurde irgend so ein Typ König von so einem Land. Richtig, England hat einen neuen König und da fiel mir ein, dass England ja, was Panzer angeht, hier auf meinem Kanal etwas unterrepräsentiert ist. Wie Glück, dass da was von Kobi gibt. Nämlich die 226 neu, den Cromwell Mark IV. Und eigentlich ist dieser Gag jetzt hier mit England auch ein bisschen gemogelt, denn dieses Fahrzeug hier wird von den polnischen Exilstreitkräften genutzt. Trotzdem sprechen wir heute über den Cromwell Mark IV. Kommt mit mir auf den Bautisch, dann gucken wir uns das Kobi-Set 226-9 einmal genauer an. Ja, Freunde, den vielleicht besten britischen Panzer des Zweiten Weltkriegs hier jetzt frisch auf dem Bautisch aus der Historical Collection World War II, der Cromwell Mark IV, das Kobi-Set 2269 mit 544 Steinchen, einer Minifigur, einen General, dazu kommen wir gleich, im Maßstab 1:35. Freunde, ein Set mit polnischem Bezug. Ich kann euch verraten, das hier ist ein polnischer General. Man erkennt es auch hier an diesen Winged Hussars Zeichen. Es ist mal wieder typisch, finde ich, eine reine Bauchempfindung. Wenn es ein Fahrzeug ist mit polnischem Bezug, dann strotzt das hier vor Drucken. Drucke, 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 da drucke und schaut euch mal die Figuren, wie bedruckt diese ist. Also irgendwie, wenn es um polnische Sets geht, da haut Kobi richtig einen raus, was Drucke angeht. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich, es handelt sich um General Stanislav Maciek. Zu denen gibt es nachher natürlich auch Fakten. Hier sehen wir wirklich, das Fahrzeug strotzt vor Drucken und da haben wir auch sogar das PL für Polen. Das ganze Gefährt wird 18,2 cm lang und 11 cm hoch. Wir haben natürlich ein Originalfoto hier. Markant diese großen Nieten, die wir hier gedruckt bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Da haben wir den Motor und die Fakten natürlich zum Fahrzeug, die ihr aber auch gleich während der Faktenzeit bekommt. Das Set besteht aus Klemmbausteinen, die wollen wir uns jetzt angucken, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, da haben wir alles mal rausgezaubert. Was ich euch noch sagen will, weil ich habe ja ein paar niederländische Wurzeln, diese Stadt im Hintergrund, vielleicht erkennt ihr sie, wenn ihr mal da wart, das ist Breda in den Niederlanden. Warum, weshalb, wieso? Ja, steht auch hinten drauf, bekommt ihr ja, wie gesagt, von mir geliefert. So, ich will euch aber erstmal liefern, was hier im Karton steckt. Wir haben eine Tüte 1, eine Tüte 2, beziehungsweise umgekehrt. Wir haben zwei Tüten, 1, 2 und wir haben eine Anleitung DIN A4, klammergebunden. Altersempfehlung ab 7 Jahren, nichts verschlucken, denn sonst kommt die traurige Zwiebel, Captain Planet, ein Mann der Blitze schießt und so weiter und so fort. Auf der Rückseite gibt es ein bisschen tolle Werbung und wie immer hier diese Spielkarten. Wenn ihr dieses Spiel, dieses Tabletop spielen wollt, Freunde, kopiert euch die Anleitung und zerschneidet es dann. Zerschneidet nicht die Originalanleitung. Gucken wir uns die Anleitung an. Für alle, die neu sind und nicht wissen, wie liest man Kobi-Anleitung, erkläre ich immer wieder gern. Wir fangen hier an mit der 1, mit der ersten Bautüte, reißen die auf und bauen drauf los. Es gibt nämlich keine Seitenzahlen, es gibt nur diese Bausteps. Und Pfeile weisen uns den Weg. Der erste Schritt hier schön farbig, große rote Pfeile. Im Rechteck daneben mit den runden Kanten sehen wir, welche Steine wir wie oft brauchen. Im zweiten Schritt ist dann der erste Schritt schon ausgegraut und der aktuelle zweite Schritt ist farblich. Und so zieht sich das durch. Wichtig noch, wir haben so Legenden, da sieht man, welche Peilung, welche Schräge hier die Wedges haben, weil da gibt es verschiedene. Das haben wir auch bei Slopes. Das waren auch gerade Slopes und keine Wedges. Ihr wisst, was ich meine. Und wir haben auch ganz oft so Anlegehilfen, Legenden, damit wir sehen können, wie lang muss eine Fliese sein, ein Flat-Teil. Hier sehen wir es, da können wir dann gucken, weil wir mehrere Längen haben, ob es das richtige Set ist. Also eine Anlegehilfe. Fertig sind wir dann mit dem Baustep. Ja, hier haben wir ihn schon 72, den wir Schläuche fertig machen. Da haben wir dann unseren Cromwell fertig. Auf den letzten Seiten dann immer, wie wir die Minifigur zusammenbauen und vor allen Dingen alle Teile. Sollte euch eins fehlen, das kommt manchmal vor, könnt ihr es gleich hier unten reklamieren und dann, wie eben gerade schon gezeigt, ein bisschen Werbung. Schaut mal, welches Set ich schon euch vorgestellt habe, findet ihr oben auf dem i auf der Kobi Playlist. Ich kann euch verraten, Company of Hero Sets habe ich alle da, habe ich euch noch nicht vorgestellt. Da arbeite ich immer noch an einem Event. Ich möchte euch das irgendwie mal alles kompakt präsentieren.
Ja, und hier, wie vorhin schon als erstes erwähnt, diese Anleitung für das Kobi Tabletop. Auch da arbeite ich dran, dass wir das mal irgendwie community-mäßig spielen. Aber Freunde, Spielen kommt immer erst nach dem Bauen. Deswegen bauen wir jetzt das Fahrzeug. Mir viel Spaß beim Klemmen und euch bei den Fakten, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute sprechen wir natürlich über den Cromwell Panzer. Über das historische Vorbild, den Namensgeber, sprechen wir dann vielleicht bei einem weiteren Modell. Es gab ja noch andere Typen von Kobi, diese werde ich euch sicherlich auch noch hier auf dem Kanal vorstellen. Sprechen wir aber heute hier über den Panzer. Der Cromwell Panzer wurde in den frühen 1940er Jahren entwickelt, als die britischen Streitkräfte einen Nachfolger für den zu diesem Zeitpunkt veralteten Crusader Tank suchten. Der neue Panzer sollte schnell, wendig und gut bewaffnet sein, um den Bedürfnissen der modernen Kriegsführung gerecht zu werden. Im Jahr 1941 wurden mehrere Prototypen gebaut und der Panzer wurde schließlich 1943 in Produktion genommen. Der Cromwell war der erste britische Panzer, der mit einer quer eingebauten Triebwerksanordnung ausgestattet war. Diese Anordnung erlaubte es dem Panzer, eine niedrige Silhouette zu haben, was ihn schwieriger zu treffen machte, und erlaubte auch eine bessere Gewichtsverteilung. Der Cromwell war außerdem mit einer fortschrittlichen hydraulischen Federung ausgestattet, die eine glattere Fahrt und eine höhere Geschwindigkeit auf unebenem Gelände ermöglichte. Der Cromwell Mark IV war mit einer 75 mm Kanone ausgestattet, die in der Lage war, feindliche Panzer zu durchdringen. Der Panzer hatte auch zwei Maschinengewehre, eins koaxial und ein weiteres auf dem Turm. Die Besatzung bestand aus einem Fahrer, einem Funker, einem Richtschützen, einem Ladeschützen und den Kommandanten. Der Panzer war etwa 6,2 Meter lang, 2,8 Meter breit und ca. 2,5 Meter hoch. Sein Gewicht betrug 28 Tonnen. Der Cromwell wurde hauptsächlich von britischen Panzerdivisionen eingesetzt, aber auch von kanadischen und polnischen Streitkräften. Der Cromwell Mark IV wurde erstmals 1944 in der Schlacht der Normandie eingesetzt. Er erwies sich als schneller und wendiger als der Sherman-Panzer, der von den Amerikanern verwendet wurde, und spielte eine wichtige Rolle beim Vormarsch der Alliierten. Der Cromwell war jedoch nicht ohne Mängel. Seine dünne Frontpanzerung machte ihn anfällig für feindliche Geschosse und seine Besatzung war oft dem Risiko von Bränden ausgesetzt. Insgesamt wurden mehr als 4000 Cromwell-Panzer produziert, einschließlich aller Varianten. Neben dem Mark IV gab es auch den Mark I, Mark II, Mark III und Mark V und verschiedene andere Varianten. Der Cromwell war auch die Grundlage für den Comet-Panzer, der gegen Ende des Krieges entwickelt wurde und in der Lage war, feindliche Panzer mit größerer Effektivität zu bekämpfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Cromwell von der britischen Armee und anderen Ländern noch für einige Zeit verwendet. Einige wurden sogar in den Nahen Osten exportiert und in der Suez-Krise eingesetzt. Heute sind nur noch wenige Cromwell-Panzer erhalten geblieben, aber sie sind immer noch ein wichtiger Teil der Geschichte der britischen Panzerentwicklung im Zweiten Weltkrieg. Ja, Freunde, ich bin gespannt, was das Kobi-Modell jetzt hier hergibt. Viel Spaß beim Review des Kobi-Sets 2269 des Cromwell Mark IV Hela. Nach 1 Stunde und 45 Minuten steht er da, unser Cromwell Mark IV, 544 Steinchen, das Kobi-Set 2269 aus der Historical Collection World War II, habe ich heute schon oft gesagt, im Maßstab 1:35. Woran erkennt man das? Ja, dass meine Hand fast größer ist und dass, wenn ich hier so auf meinem Bautisch zoome, das Set ziemlich klein aussieht, ist dem Maßstab geschuldet. Ich habe extra mal hier die 1:28 Sets, die ich so gerade rumstehen hatte, mal daneben gestellt. Hier der Jagdpanther und da der anthrazitfarbene Tiger. Ja, ein schönes Set, trotz allem Maßstabsgeplänkel, das man hier wieder loslassen kann, denn es ist ein Set mit polnischer Vergangenheit und deswegen hat Kobi hier wieder viel rausgehauen. Eine tolle Figur, sogar mit Stand, viele Details und Drucke bis zum geht nicht mehr. Bitte, bitte, bitte Kobi, macht das für andere Sets auch. Ihr macht das ja schon gut, aber vielleicht, wenn ihr nicht immer den Fokus auf polnische Vergangenheit oder Bezug auf polnische Sets nehmen würdet, dann würdet ihr noch einen Schritt mehr Richtung großen europäischen, vielleicht sogar Weltklemmbaustein-Konzern machen. Fokussiert euch nicht immer auf das Polnische und fokussiert euch nicht immer dann auf das Polnische in Kombination mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, da gibt es so viele tolle andere Sachen. Wisst ihr, habe ich schon oft erzählt,
schreibt ihr mir auch oft unten in die Kommentare. Ne? Aber man sieht an diesen Sets, dass Kobi es kann, wenn nicht immer nur der Fokus so auf 100% dieser polnische Bezug wäre. Natürlich ist er toll für mich, sogar hier, wenn ich euch Geschichten erzähle, gerade mit der Figur. Natürlich ist das besonders. Das sind Geschichten, die kennt ihr nicht, die kann ich teilweise nicht, die muss ich mir herausrecherchieren. Macht Spaß, euch zu erzählen, aber es gibt ja noch so viele andere da draußen, so viele, vielleicht einen niederländischen General, da gab es auch welche, keine Ahnung, es muss nicht immer dieses Thema sein auf irgendwie Polen bezogen oder die deutschen Sachen irgendwie, da gibt es noch so genug andere. Ich meine, wir hatten Herrn de Gaulle und so. So in die Richtung, da hätte ich Bock drauf. Oder mal vielleicht eine zivile Persönlichkeit. Warum muss es immer hier so, ja gut, natürlich im Kontext eines Panzers ist es blöd. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich euch hier durch die Blume sagen möchte. Kobi, du kannst es, Kobi, du hast es drauf. Wenn ihr nicht nur alles aus der polnischen Blume sehen würdet, ne, vielleicht auch mal einen deutschen Brandmanager für euren größten Markt, keine Ahnung, kennt da keinen, kennt ihr einen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer das sein könnte. Und ich will eigentlich nur meinen Namen lesen. Kleiner Spaß. Aber ne, dann wäre hier der Sprung zu einer noch besseren Klemmbaustein-Marke mit mehr Akzeptanz da draußen und mehr neuer Kundschaft wahrscheinlich ein kleinerer als den ihr jetzt machen müsst, wenn ihr hier alles so polnisch macht. Trotzdem möchte ich es ja gar nicht verteufeln und ich kann es ja auch verstehen. Und ich bin ja auch dann wiederum froh, wenn es Kobi so macht, weil sie machen es sehr gut. Wenn ich mir jetzt diese Figur angucke von Stanislav Maric, die ist überall bedruckt. Sie hat hier das Ärmelband, die Winged Hussars, Gesicht, Koppel, Uniform, oben, hinten bedruckt, Barett bedruckt. Also alles hat diese Figur, was wir brauchen. Und sogar hier so einen Stand. Ihr wisst, bei Flugzeugen meckere ich immer rum. Ich möchte so einen Stand haben. So eine 2x2 Jumperplate, wo wir hier die Figur drauf noppen können. Ein Stand. Bei den Flugzeugen möchte ich es immer haben. Hier haut Kobi es einfach so raus. Finde ich cool, finde ich cool. Und wenn ihr euch das Video anguckt zum polnischen Abrahams, da haben wir auch so viel Zeug drumherum, was wir bei anderen Sets gar nicht haben. Sogar die Plakette dieser ersten polnischen Panzerdivision aus Warschau, ob erst oder nicht. Guckt einfach mein Video, da könnt man das nachlesen. Richtig cool. Und gleich kommen wir hier noch zu den ganzen Drucken. Aber erstmal nochmal ein Standardwerk hier, unser Typenschild, unseren Slope. 4 Noppen breit, 1 Noppe hoch und wir haben eine ganze Menge, ja, wieder Bügelperlen über und den Brick, nein Quatsch, den Bügelperlen-Applikator. Mit Brick hat das nichts zu tun, ne? Den weißen hier, das Rohrelement. Und jetzt, Freunde, schaut es euch an. Viele Drucke. Viele Drucke, viele Details, viele Flusen, das kommt von meinem Bauflies hier, aber hier vorne, da ist das Hehler. Wir haben ja hier den berühmten Kommandopanzer von unserem General Maciek. Wir haben hier die Sterne, wir haben die Nummer, das gelbe Dreieck, wir haben die angedeuteten Noppen, die den, oder Nieten vielmehr, die den Cromwell so einzigartig gemacht haben. Wir haben hier vorne nochmal die Nieten rund um das Maschinengewehr. Wir haben hier vorne Drucke über mehrere Steine. Wir haben dann hier die Steine mit den Nieten. Hinten überall Nieten. Hier auf der Klappe haben wir sogar einen Druck. Die ist natürlich nur aufgebaut, aber ich wollte eigentlich die hier aufmachen. Da seht ihr, wisst ihr, was ich meine. Hier Druck, Druck. Da hinten Druck, Druck. Und hier drinnen der gebaute Motor nochmal. Also, Kobi, du kannst es. Du hast ein tolles Set gebaut. Ich muss wirklich sagen, 1:35, ihr wisst, ne, hier, das ist so ein Handding, ist ein Spielzeug. Aber das Fahrzeug kommt cool daher. Es ist ein Cromwell, klar, man kann es erkennen. Und hier ist der Marschall auch irgendwie okay. Gefällt mir vom Marschall besser als die letzten 1:35 Fahrzeuge, die ich euch gezeigt habe. Also, das Fahrzeug gefällt mir in dem Maßstab. Ob mir der Maßstab gefällt, ist ein anderes Thema. Ich habe beim Bauen Spaß gehabt, auch wenn es länger gedauert hat, denn ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe Antriebsrad oder die Räder hier vertauscht, weil hier das größere ist und vorne das kleinere. Das ist typisch bei diesen britischen Panzern und ich habe es genau andersrum gemacht, weil ich halt nicht so viele britische Panzer gebaut habe. Ich habe, ja, ihr wisst es ja selber, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Deswegen habe ich etwas getrickst. Im Speedbild seht ihr es noch andersrum. Ich habe es hinterher, habe ich es gemerkt und dann nochmal getauscht. Ja, also es gab jetzt quasi einen kleinen Rant von mir hier über die Firmenpolitik von Kobi. Ich fände es halt einfach gut, wenn Kobi sich mehr Mühe machen würde, halt einfach auch bei anderen Themen als bei ihren eigenen. Verständlich, vielleicht sagt ihr auch so, nö, klar, so eine polnische Firma, kann ich verstehen. Ja, mir würde es halt besser gefallen, wenn Kobi da halt ein bisschen sich mehr neutraleren Weg legen würde. So, hier nochmal der Motor, habe ich euch ja gesagt, ein modifizierter Flugzeugmotor, beziehungsweise habt ihr es gerade
gerade gehört. Auch cool gebaut, die Schläuche. Finde ich einfach Tool, Metallicsteine. Nicht Tool, cool. Tool brauche ich, um da rumzuwerkeln. Ich finde es cool. Ja, wenn ihr jetzt zu wenig gesehen habt, weil ich jetzt gerade hier so ein bisschen geschumpfen habe, wie man hier im Schwäbischen sagt, über Kobi, dann keine Angst. Ihr bekommt jetzt hier relativ ausführliche Fotos und auch nochmal eine kleine Fahrt auf dem Teller rund um das Modell. Und dann hören wir uns einfach gleich und sehen uns noch einmal später, meine Freunde. Hey Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailfotos vom Modell, damit ihr euch selber einen Eindruck verschaffen könnt, aber diesmal wieder mit einer Kombination aus Detailbildern und dem Fahrzeugprofil auf einem Drehtellerchen. Das ist immer ein bisschen mehr Arbeit und so ganz glücklich mit diesem Drehteller bin ich noch nicht, aber ihr könnt mir ja mal euren Feedback dazu unten in die Kommentare schreiben. Bilder oder Drehteller oder beides. Was meint ihr? Bitte einfach unten in die Kommentare schreiben. Aber Freunde, ich bin euch noch was schuldig, denn ich möchte mit euch ja noch über Stanislav Maciek sprechen, die Minifigur, die hier beiliegt. Denn Stanislav Maciek war ein herausragender polnischer General, der im Zweiten Weltkrieg für die Alliierten kämpfte. Geboren 1892 in Galizien, trat er 1913 in die österreichische Armee ein und diente später im Ersten Weltkrieg an der italienischen Front. Nach der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit 1918 trat er in die neu gegründete polnische Armee ein. Im Zweiten Weltkrieg befehligte Maciek die 1. Panzerdivision der polnischen Armee, die Teil der alliierten Streitkräfte in Westeuropa war. Seine Division war an einigen wichtigen Schlachten beteiligt, darunter der Schlacht von Falaise im August 1944, die zur Niederlage der deutschen Armee in der Normandie führte. Maciek und seine Truppen wurden als Befreier gefeiert, als sie am 5. September 1944 die Stadt Breda in den Niederlanden einnahmen. Im Mai 1945 führte Maciek seine Truppen in die deutsche Stadt Wilhelmshaven, wo er die Kapitulation der deutschen Streitkräfte entgegennahm. Nach dem Krieg blieb Maciek im Exil in Scotland, also in Schottland, und arbeitete dort als Gastprofessor an der University of Edinburgh. Er starb 1994 im Alter von 102 Jahren und wurde in Schottland beigesetzt. Maciek war ein heldenhafter Führer und ein Symbol für die Tapferkeit der polnischen Armee während des Zweiten Weltkriegs. Seine Truppen waren eine entscheidende Kraft in den Kämpfen im westlichen Europa und leisteten einen wichtigen Beitrag zum Sieg der alliierten Freunde. Deswegen hat Kobi diese Figur natürlich ausgesucht und ich habe es euch ja gesagt, ich finde klasse, wenn wir hier so einen Fokus haben über so eine Figur, die vielleicht nicht wirklich jeden von euch bekannt ist. Und jetzt wissen wir auch nochmal ganz genau, warum hier Breda auf dem Hintergrund, nämlich die Kirche, den Marktplatz, beim Karton zum Set 2269 die Vorlage war. Und wichtig noch, Hela, das ist der besondere Panzer, den er gefahren hat, nämlich der Kommandopanzer von General Stanislav Maciek. Und bevor wir uns jetzt gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen schauen, Freunde, noch der Hinweis, ich habe ja mich des Intros der 4. Folge von Band of Brothers, der berühmten HBO-Serie, bedient, die neuen. Da spielt ein Cromwell eine Rolle und sogar ein Jagdpanther. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, mein letztes Kobi-Video. Deswegen musste der Cromwell jetzt quasi auf den Jagdpanther folgen, aufgrund der Folge von Band of Brothers. Vielleicht schaut ihr ja mal rein. So Freunde, das war's aber jetzt zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, zum Abschluss meines Videos muss ich noch ein bisschen zurückrudern. Da sind vielleicht die Panzer mit mir durchgegangen. Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen polnische Geschichte, ganz im Gegenteil. Ich mag Geschichte per se und das ist mir egal, ob es aus Aserbaidschan oder aus Zypern ist. Ich finde Geschichte interessant, deswegen ja auch dieser Kanal. Ich wollte eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich finde, dass Kobi halt bei Themen, die halt sie selber betreffen, sich einfach immer zeigen, dass sie es können und Mühe geben und ich mir das einfach gerne in der kompletten Bandbreite wünschen würde. Und natürlich möchte ich auch den Brandmanager nicht den Job wegnehmen. Ich finde nur, vielleicht könnte es einen deutschen Community Manager geben. Kobi, wie gesagt, ne? Ihr kennt ja vielleicht so einen Kanal. Weiß nicht. Das nur als kleine Anmerkung. Freunde, tolles Set. Ich habe es euch gesagt. Ich habe hier nichts auszusetzen, außer das, was ich gerade gesagt habe. Die Figur ist super toll bedruckt.
interessante Geschichte. Hier das noch mit Breda. Das ist alles sehr interessant. Und auch noch ein tolles Set. Ein englischer Panzer von Polen gefahren. Schöne Drucke. Ich möchte mich jetzt nicht hier wiederholen, was ich euch eben gerade schon alles erzählt habe. Ich möchte aber wissen, ob ihr meine Meinung teilt. Sagt ihr, oh, jetzt ist er ziemlich loco. Oder sagt ihr, ja, schon zu teilen. Schreibt es mir einfach alles, was euch da durch den Kopf geht, unten in die Kommentare. Würde mich drüber freuen. Vielleicht lasst ihr auch ein Abo da und Daumen hoch, Daumen runter. Würde mich auch freuen, quasi als Gradmesser, wie ihr das Video so fandet. Sind ja auch einige neue dabei. Und auf dem i oben findet ihr sowieso meine Kobi-Playlist. Dann könnt ihr euch nochmal ein Bild darüber machen und auch vielleicht verstehen, was ich meine. Gerade wenn ihr euch zum Beispiel mal das Video, habe ich vorhin schon erwähnt, vom polnischen Abrams Panzer anschaut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon das nächste Video für euch zu schneiden. Ich habe da wirklich ein paar in der Pipeline. Es wird sich auch hier wieder um Kobi drehen. Ich wünsche euch viel Spaß, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.